Stell dir vor, du stehst an der Rezeption und dein Herz rast. Bum, 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 bum. Du willst nur freundlich sein, aber dir fehlen die Worte. Und genau deswegen habe ich dieses Video gemacht. Du bekommst heute von mir ein Full Check-in mit allen Redewendungen, die du dafür brauchst. Und ganz am Ende erwartet dich eine Überraschung von mir, die dir in jeder Situation helfen wird. Also bleib unbedingt dran. Hallo, ich bin Isabella von Aula Alemanna, deine Deutschlehrerin. Guten Tag und herzlich willkommen. Haben Sie eine Reservierung? Ja, auf den Namen Schmidt. Du fragst dich sicher, warum guten Tag, oder? Es ist höflich und es passt immer. Du kannst natürlich auch sagen, herzlich willkommen oder schön, dass Sie da sind. Das sind einfach Alternativen, die du verwenden kannst. Je nach Uhrzeit kannst du verschiedene Redewendungen verwenden. Zum Beispiel, guten Morgen ist immer morgens. Also sagen wir mal so bis 11. Wenn du weißt, wie der Gast heißt, benutzt den Nachnamen. Also zum Beispiel, guten Morgen, Herr Müller. Das ist immer freundlicher und sehr persönlich. Der Gast freut sich darüber. Gegen 12 bis zum Nachmittag kannst du guten Tag sagen. Zum Beispiel, guten Tag, wie war Ihre Reise? Guten Tag ist neutral. Also du kannst das praktisch den ganzen Tag verwenden. Es ist nicht schlimm, wenn du am Morgen guten Tag sagst. Das ist kein Fehler. Du kannst immer sagen, guten Tag, wie war Ihre Reise? Oder guten Tag, wie war Ihr Ausflug? Diese Nachfragen sind auch immer sehr freundlich. Also wenn du weißt, was der Gast gemacht hat, frag immer nach. Das ist immer sehr aufmerksam und sehr, sehr, sehr nett von dir. Und dann bleibt uns guten Abend. Also das ist immer am Abend. Also wenn es ein bisschen schon dunkler wird, vielleicht so, sagen wir mal, ab 18 Uhr. Ne? Du kannst sagen, guten Abend, herzlich willkommen im Hotel Le Grand zum Beispiel. Oder wo du arbeitest. Ausdrücke, die regionell sind, würde ich prinzipiell, glaube ich, vermeiden. Das heißt zum Beispiel Moin oder Servus, je nach Region. Kannst du sagen, es ist aber viel professioneller, wenn du einfach guten Morgen, guten Tag, guten Abend sagst. Hallo, lieber auch nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Redewendungen, die du verwenden kannst, um den Gast zu begrüßen. Du kannst zum Beispiel sagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, oder schön, dass Sie bei uns einchecken. Und mein absoluter Favorit, freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Also es klingt sehr, sehr professionell und auch freundlich. Jetzt wiederhol mit mir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Jetzt ein bisschen schneller. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Super. Jetzt. Schön, dass Sie bei uns einchecken. Sehr gut. Jetzt etwas schneller. Schön, dass Sie bei uns einchecken. Sehr gut. Und das letzte. Freut mich sehr, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Sehr gut. Jetzt etwas schneller. Freut mich sehr, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Wenn es dir zu schnell geht, du kannst immer auf die Pause klicken und langsam wiederholen. So viel Mal, wie du brauchst.
Als eine gute Rezeptionistin oder ein guter Rezeptionist möchtest du natürlich auch sehr hilfreich sein. Deswegen kannst du immer auf schöne Weise deine Hilfe anbieten. Du kannst sagen, wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen bei der Reservierung helfen oder behilflich sein? Ein bisschen später kannst du auch fragen, kann ich Ihnen bei Ihrem Gepäck behilflich sein? Behilflich sein ist eine Alternative zu helfen. So, wiederhol mit mir jetzt. Wie kann ich Ihnen helfen? Noch einmal, jetzt ein bisschen schneller. Wie kann ich Ihnen helfen? Super. Kann ich Ihnen bei der Reservierung helfen? Jetzt ein bisschen schneller. Kann ich Ihnen bei der Reservierung helfen? Super. Kann ich Ihnen beim Gepäck behilflich sein? Jetzt ein bisschen schneller. Kann ich Ihnen beim Gepäck behilflich sein? Sehr gut. So, wenn du an der Rezeption arbeitest, dann ist es wichtig zu erkennen, welche sind die Stammgäste. Ein Stammgast ist ein Gast, der schon mehrmals im Hotel war. Und das ist sehr freundlich von dir als Rezeptionistin oder als Rezeptionist, wenn du ihn direkt mit deinem Nachnamen ansprichst. Ja, also Herr Müller, Frau Müller zum Beispiel. Und dafür kannst du diese Redewendung verwenden. Frau Schmidt, schön, dass Sie wieder da sind. So, jetzt wiederhol mit mir. Frau Schmidt, schön, dass Sie wieder da sind. Super. Jetzt etwas schneller. Frau Schmidt, schön, dass Sie wieder da sind. Sehr gut. So, Alternative. Frau Schmidt, schön Sie wiederzusehen. Wiederhol mit mir. Frau Schmidt, schön Sie wiederzusehen. Sehr gut. So, jetzt etwas schneller. Frau Schmidt, schön Sie wiederzusehen. Super. Die zweite Wiederholung ist immer etwas lebendiger, also dass du wirklich da in deinem Alltag verwenden kannst. Also die Idee von diesen Wiederholungen ist immer, dass du lernst fließend zu sprechen und nicht so wie von einem Buch. Frau Schmidt, schön Sie wieder zu sehen. Das soll ein schöner Satz sein. Deswegen wiederholen wir auch zweimal. Das erste Mal ist, um zu sehen, welche Wörter da kommen, und zweites Mal diese schöne, authentische Aussprache zu üben. Wenn du weißt, dass es an der Rezeption etwas länger dauern wird, dass du etwas nachschlagen musst, etwas gucken musst, kannst du immer den Gästen anbieten, sich zu setzen. Und du kannst das zum Beispiel so machen. Möchten Sie sich kurz hinsetzen? Ich schaue sofort nach Ihrer Reservierung. So, wiederhol mit mir. Möchten Sie sich kurz setzen? Ich schaue sofort nach Ihrer Reservierung. Sehr gut. Jetzt etwas schneller. Möchten Sie sich kurz hinsetzen? Ich schaue nach Ihrer Reservierung. Ob du sagst setzen oder hinsetzen, ist im Prinzip egal. Du kannst beides nutzen. Was noch an der Rezeption sehr wichtig ist, sind die Details. Also die Details müssen wir dann immer klären. Ne? Also wie viele Nächte bleibt der Gast? Ist er alleine? Braucht er Frühstück? Braucht er zum Beispiel einen Transfer oder was auch immer? Also diese Fragen bekommst du jetzt von mir. Diese Redewendungen bekommst du jetzt von mir, damit du
klar und sicher reagieren kannst. Wie lange bleiben Sie bei uns? Wir bleiben nur 2 Nächte, also mit Frühstück bitte und ein Doppelzimmer. Du kannst von dem Gast auch hören, wir bleiben nur eine Nacht ohne Frühstück, weil er vielleicht Eile hat, ist irgendwo, das ist ein Zwischenstopp zum Beispiel für ihn. Oder zum Beispiel 3 Nächte mit Frühstück bitte, Einzelzimmer. Oder vielleicht hörst du auch 5 Nächte, nur Doppelzimmer. Mit oder ohne Frühstück. Also das sind alles Alternativen, die du als Antwort auf deine Frage hören kannst. Rund um das Thema Frühstück gibt es sehr viele Fragen, die geklärt werden müssen. Zum Beispiel, der Gast kann dich fragen, ist das Frühstück im Preis inbegriffen? Also das heißt, ist Frühstück im Preis oder muss man das extra bezahlen? Und das ist sehr wichtig auch bei der Buchung. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, Frühstück ist im Preis oder im Preis inbegriffen. Oder du sagst zum Beispiel, nein, Frühstück kostet extra 7 Euro pro Person. Eine zweite Frage, die der Gast sicher stellen wird, ist, wann ist Frühstück? Oder wann gibt es Frühstück? Oder wann servieren Sie Frühstück? Du kannst sagen zum Beispiel, Frühstück ist täglich von 7 bis 10 Uhr. Oder zum Beispiel, du kannst auch klären, wo ist das Frühstück? Das Frühstücksbuffet ist im Erdgeschoss oder Untergeschoss oder im 1. Stock, 2. Stock und so weiter. So, jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, also Zimmertyp. Da haben wir viel zu besprechen, sag ich mal. Du kannst erstmal fragen, Einzel- oder Doppelzimmer? Oder für wie viele Personen? Ein Bett oder 2 Betten? Und was kann der Gast antworten? Auch sehr viel. Ein Einzelzimmer bitte, also Zimmer für eine Person. Ein Doppelzimmer für 2 Personen oder ein Doppelzimmer für eine Person. Es gibt auch solche Gäste. Oder vielleicht, wenn die Gäste nicht gerne zusammenschlafen, sagen sie, ein Zimmer mit 2 Betten. Also 2 Bettzimmer, kann man auch hören. Sicher hast du auch oft gehört, Halb- oder Vollpension. Und was ist das? Wenn du im Hotel arbeitest, vielleicht weißt du das schon. Wenn du das erst planst, ist das vielleicht auch neu. Also lass uns das kurz klären. Zum Beispiel ein Gast entscheidet sich für die Halbpension und sagt, für mich bitte Frühstück und Abendessen, also 2 Mahlzeiten. Und der andere Gast sagt, für mich die Vollpension. Und das heißt, er möchte Frühstück, Abendessen und Mittagessen. Also Frühstück, Mittag, Abendessen, alle 3. Halb- oder Vollpension. Vollpension mit Abendbuffet. Wie du merkst, es gibt sehr viele Wörter, die aus dem Französischen kommen, so wie Buffet, Genie und so weiter. Also Genie ist nicht jetzt im Bereich vom Hotel, aber ja, das ist auch ein französisches Wort. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Orientierung, also wie du den Gast orientieren kannst, wo findet er was. Das ist eine von den schwierigen Sachen, weil der Gast kann wirklich alles fragen und man kann sich, glaube ich, nicht alles vorbereiten, aber wenigstens auf den größten Teil oder den wichtigsten Teil kann ich dich hier so ein bisschen vorbereiten und dir etwas auf den Weg sozusagen zu geben. Hier ist Ihre Schlüsselkarte. Ihr Zimmer ist im 2. Obergeschoss, Zimmernummer 205. Aufzug finden Sie hier drüben. Danke sehr. Das Zimmer finde ich mit Sicherheit mit Ihrer Erklärung. In den älteren Hotels, wo noch ein ganz normaler Schlüssel ist, kann man sagen, hier bekommen Sie Ihren Zimmerschlüssel. Die meisten Hotels haben schon Karten, also Schlüsselkarten. Dann kannst du sagen, hier ist Ihre Schlüsselkarte.
Beide sind sehr höflich und Standard, also Hochdeutsch. Das heißt, also jeder, der auch Dialekt spricht, wird dich dann auch so verstehen. Und es kommt zu keinen Missverständnissen. Die meisten Gäste haben bestimmte Wünsche. Also sie wollen zum Beispiel nicht ein Zimmer zur Straße, wo es sehr viel Lärm gibt. Oder zum Beispiel wollen sie mit dem Blick auf die Berge oder aufs Meer und so weiter. Und mit diesen Redewendungen jetzt, die ich dir gleich nennen werde, kannst du die Orientation vom Zimmer oder die Lage auch im Hotel beschreiben. Der erste Satz: Ihr Zimmer ist auf der 2. Etage, Zimmer 205. Wiederhol mit mir. Ihr Zimmer ist auf der 2. Etage, Zimmer 205. Ja, jetzt etwas schneller, bisschen authentischer. Ihr Zimmer ist auf der 2. Etage, Zimmer 205. Jetzt du. Super, nächster Satz. Zimmer Nummer 305. Sie finden es im 3. Stock. Jetzt bist du dran. Ja, jetzt schneller und authentischer. Zimmer Nummer 305. Sie finden es im 3. Stock. Jetzt du. Sehr gut. Und noch ein Satz. Sie wohnen im Zimmer 17 im 1. Obergeschoss. Jetzt du. Sehr gut. So, jetzt schneller. Sie wohnen im Zimmer 17 im 1. Obergeschoss. Jetzt bist du dran. So, hier kannst du dir diese Wörter merken. Der Schlüssel, die Schlüsselkarte, das Zimmer, der Aufzug. Und vielleicht noch Etage und Obergeschoss. Und ein Satz, das sehr, sehr hilft auch, ist: Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie einfach durch. Nicht an, sondern durch. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie einfach durch. Weil man eine Durchwahlnummer wählen soll. Das ist auch in großen Firmen zum Beispiel, wenn man ein Zentraltelefon hat, so wie im Hotel, und dann muss man eine Durchwahl wählen, zum Beispiel, keine Ahnung, 1, 2, 3. Und dann wird man, also in diesem Fall, mit der Rezeption verbunden. Also durchrufen. So, du hast das fast geschafft. Also wir beenden das Gespräch mit dem Gast und dann wirst du auch frei sozusagen. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Also, wenn du mit dem Check-in fertig bist, der Gast hat alle Fragen beantwortet bekommen, dann kannst du sagen: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Wiederhol mit mir. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Sehr gut. Jetzt etwas schneller. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Super, sehr gut. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns. Das Wort Aufenthalt, Aufenthalt. Das trennt man, ne? Das sind so wie 3 Silben. Aufenthalt, ja, 3 Silben. Genau, wiederhol mit mir. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns. Ja, sehr gut. Jetzt etwas schneller wieder. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns. Super.
Und was du noch sagen kannst, ganz simpel, schönen Abend oder zum Beispiel schöne Zeit in der Stadt. Das ist ganz simpel und passt auch immer. Schönen Abend, ne? Also wenn es zum Beispiel 20 Uhr ist oder wenn du weißt, dass der Gast gleich rausgeht, sagst du dann auch, ja, schöne Zeit in der Stadt zum Beispiel. Oder haben Sie einen schönen Ausflug. Da gibt es sehr viele Alternativen. Diese Redewendungen sind sehr wichtig und sie geben dir erstmal Sicherheit und zweitens professionelles Auftreten. So dass die Gäste dich wirklich ernst nehmen und nicht denken, okay, das ist ja ein Praktikant, eine Praktikantin, die da gar nicht weiß. Ne? Deswegen, das ist wirklich nützlich. Sie geben dir die Flexibilität, also in ganz verschiedenen Situationen zu reagieren, nicht leeren Kopf zu bekommen, weil das ist auch ein häufiges Problem. Und durch diese freundliche, gastorientierte Kommunikation schaffst du auch Vertrauen. Also der Gast wird dir vertrauen, er wird dich dann fragen, zum Beispiel, wenn er Hilfe braucht, und er wird nicht eine Kollegin oder einen Kollegen suchen. Ich denke, das ist auch für dich sehr wichtig, weil du dann am Ende dich auch selbstsicher fühlst. Und das ist für die Arbeit an der Rezeption sehr wichtig. Also diese Selbstsicherheit, ne, so wirklich professionelles Auftreten. Deswegen habe ich diese Redewendung für dich ausgewählt. Du weißt sicher, dass mein Kanal sehr neu ist, sehr noch frisch. Deswegen brauche ich deine Kommentare, damit ich weiß, was dir gefällt, was nicht. Und gerne kritisiere auch Sachen, die du nicht magst. Also schreib mir zum Beispiel, die Pausen sind zu lange, zu kurz, du sprichst zu schnell oder zu langsam. Also bitte, 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 hilf mir, besser zu werden. So, geschafft. Das haben wir schon geschafft. Jetzt kommt meine Überraschung für dich. Auf meiner Webseite, den Link findest du gleich verlinkt, findest du eine kostenlose PDF-Datei. Und dort werde ich dir alle Redewendungen, Vokabeln auflisten, sodass du das alles nochmal wiederholen kannst, ganz alleine in Ruhe, ohne mich diesmal. Und da findest du auch eine Übung, wo du selber ein bisschen üben kannst zu Hause und lerne diese Redewendungen, die werden dir sicher im Alltag helfen. Ja, kannst du weiter üben. Und wenn dir das Video gefällt, kannst du gerne mir ein Like geben, meinen Kanal abonnieren, auf die Glocke klicken, so verpasst du keine Lektionen mehr. So, das Video ist, glaube ich, etwas länger geworden als gewollt, aber es ist wirklich auch sehr wichtig, so einen Überblick zu bekommen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Also schreib mir gerne, was du als nächstes lernen möchtest. Ich mache gerne ein Video darüber und schau dir unbedingt das verlinkte Video, warum verstehe ich die Gäste nicht? Da habe ich auch ein paar Tipps, also wie du handeln kannst, wenn du in einer stressigen Situation den Gast vielleicht nicht verstehst. Das wird sicher helfen. Also ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.